Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und ich beschäftige mich unter anderem mit Wildkameras. Für mich ist jetzt endlich ein Monat rum, wo ich keine Kameras hier aufstellen durfte, weil es gibt bestimmte Zeiten, wo ich hier nur aufstellen darf. Das hat dann halt mit der Setzzeit zu tun oder mit der Brumpfzeit oder wenn hier irgendwelche Forstarbeiten durchgeführt werden. Ich habe heute auch wieder eine neue Kamera im Gepäck. Aber bevor ich dazu komme, wer neu ist hier, lasst doch gerne ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch unten das kleine Glöckchen. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann kommen wir mal zu der Neuheit. Ich habe mir eine neue Kamera zugelegt. Diese wurde mir nicht zur Verfügung gestellt, die habe ich selber bezahlt. Und zwar, weil schon viele darauf schwören, ich habe mir mal eine Campac zugelegt. Das ist die Campac TC03. Eine detaillierte Vorstellung werde ich machen in meinem Homeoffice wieder. Grob zu den Daten. Sie hat eine Abdeckung von 120 Grad, soll 4K können. 32 Megapixel Fotoaufnahmen und eine Trigger-Time von 0,3 Sekunden. Das mit der 4K werde ich zu Hause an meinem Vogelhaus mal testen, weil daran glaube ich noch nicht so ganz. Aber schauen wir mal. Diese Kamera werde ich jetzt hier auch 14 Tage draußen lassen. Aber für euch werden die 14 Tage wie im Fluge vergehen, weil wir sehen uns gleich wieder, wie gesagt, in meinem Homeoffice. Und danach kommen dann die Aufnahmen von dieser Kamera. Ich bin hier übrigens in dem kleinen Tümpel, wo ich schon die Crenova PH770 aufgestellt habe. Jetzt durch den tagelangen Regen hat sich so ein bisschen Wasser angefüllt. Und darum hoffe ich, dass ich auch hier wieder schöne Aufnahmen machen kann. Ich habe noch zwei andere Kameras mit bei und diese Aufnahmen seht ihr dann in einem Zyklus von jeweils einer Woche. Meine Videos gehen immer sonntags online um 17 Uhr und meine Reisevideos, wenn ich mal wieder unterwegs bin, jeweils mittwochs um 18 Uhr. Aber nicht lange schnacken, ich werde mal die Kameras rausbringen und wir sehen uns gleich wieder in meinem Homeoffice. Und hier sind wir jetzt in meinem Homeoffice und ich habe die Campac TC03 auf meinem Tisch. Sie war allerdings noch mal 14 Tage länger draußen, weil beim ersten Standort nicht so viele Aufnahmen dabei rauskamen. Und darum hat es etwas länger gedauert. Für euch ja nicht, das sind ja nur ein paar Sekunden. Aber kommen wir mal zu der Vorstellung der Kamera. Hier oben in dem Bereich haben wir den Bewegungsmelder, der auch gleichzeitig seitlich abdeckt. Hier die Linse, die eine Abdeckung von 120 Grad hat. Und hier unten sind die Loglo IR-LEDs verbaut. Das sind an der Zahl 36 und sie arbeiten in einem Nanometerbereich von 850. Hier haben wir dann noch zwei Status-LEDs, eine rote und eine blaue. Hier ein sehr schön großes Loch, wo man ein Schloss anbringen kann und die seitlichen zwei Verriegelungen, dass die Kamera auch geschlossen werden kann. Unterhalb haben wir denn hier das Mikrofon verbaut und hier der Anschluss für ein Viertelzoll Gewinde, um es auf ein Stativ oder an der Wandhalterung anzubringen. Und hier haben wir noch den Bereich, wo man einen externen Stromanschluss anschließen kann. Hier habe ich sie mal aufgeklappt und man sieht gleich, dass es wieder ein klassischer Aufbau ist. Hier oben hat man den Monitor, die Tasten, um sich durchs Menü oder durch die Fotos zu bewegen. Der Menüschalter, der Shot-Schalter, also da kann man nochmal auslösen und kontrollieren, ob die Kamera in die richtige Richtung eingestellt ist.
Der Replay-Knopf, dort kann man die Aufnahmen sehen, die die Kamera gemacht hat. Der Mode-Knopf, wo man umschalten kann zwischen Foto und Video. Den Ausknopf, der Setup-Knopf, wo man die Einstellung der Kamera vornehmen kann, und der An-Knopf und der verbaute Lautsprecher. Auf der rechten Seite ist das Batteriefach, wo man natürlich wieder bis zu 8 AA-Batterien oder Akkus verbauen kann. Von unten zu sehen nochmal hier der USB-Anschluss. Hier ist es ein Mini-USB, hier ein SD-Kartenslot. Hier können natürlich wieder große SD-Karten eingesetzt werden, bis zu 128 GB. Und hier das Mikro, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Ich schalte die Kamera nochmal kurz ein. Dann ist dann ein Blick aufs Menü nochmal zu sehen. Also auch hier wieder die typische Anzeige der Modus. Hier ist zum Beispiel jetzt Fotomodus. Und dann sieht man dann auch gleich, wo drauf die Fotos eingestellt sind. Hier ist es zum Beispiel 20 Megapixel. Wie viele Fotos noch gemacht werden können. Also hier würde dann angezeigt werden, wenn ich zum Beispiel umschalte auf Video. Hier ist zum Beispiel das Video auf 1080p eingestellt und wie lange ich Aufnahmezeit noch habe. Natürlich unten wieder die Datums- und Uhrzeitanzeige, die Temperatur und der Status der Akkus. Eigentlich so wie bei jeder Wildkamera. Der Menüknopf, wenn wir darauf kommen, sieht man dann auch, was ich schon angesprochen habe. Der ganz normale Aufbau eines Menüs, wie man es von vielen Kameras kennt. Deswegen gehe ich da nicht weiter darauf ein. Kommen wir kurz noch zu den Spezifikationen. Hier ist eine Fotoauflösung von 3 Megapixel bis zu 32 Megapixel möglich, wobei ich vermute, dass ab 8 Megapixel, vielleicht auch erst ab 12 Megapixel die Fotos interpoliert sind. Die Videoauflösung kann bis zu 4K stattfinden. Dort sehe ich das wieder so, dass es keine wirklichen 4K sind und das Bild immer schlechter wird. Die Stromversorgung kann halt mit 4 oder 8 AA-Batterien oder eine externe 6 Volt Stromversorgung mit mindestens 1,5 Ampere stattfinden. Es unterstützt eine SD-Karte bis zu 128 GB und sie hat eine Schutzklasse von IP66. Das sagt aus einen vollständigen Schutz gegen Berührung, Staubgeschütz, Schutz gegen Staub in schädigender Menge und Schutz gegen starkes Strahlwasser unter hohem Druck. Also die Kamera kann sehr gut eingesetzt werden im Außenbereich. Die Kamera liegt gerade in einem Kostenbereich von etwas über 60 €. Das soll es auch dann schon wieder von der kleinen Vorstellung der Kamera gewesen sein. Im Anschluss kommen dann noch ein paar Referenzaufnahmen, die ich euch gerne zeige. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und wer neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da. Das ist komplett kostenlos. Aber wer schon mal den Abo-Knopf gedrückt hat, sollte dort nicht nochmal drauf drücken, weil dann wird man deabonniert. Es wäre schön, wenn ihr mir treu bleibt, dann drückt auch das kleine Glöckchen daneben, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Das soll es denn für heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.